Dienstagabend in London, Flutlicht, Champions League, Achtelfinale, Rückspiel und dieses Spiel entscheidet alles. Nach dem 1:1 im Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal London geht es jetzt um den Einzug ins Viertelfinale. Mein Tipp wird einige überraschen. Und ja, diesmal muss es einen Sieger geben. Kann Leverkusen tatsächlich die große Überraschung schaffen und Arsenal im eigenen Stadion aus der UEFA Champions League werfen? In diesem Video schauen wir uns die wichtigsten Fakten zu beiden Teams an. Ich zeige euch meine mögliche Aufstellung von Leverkusens Trainer Kaspar Ljuhmann für dieses schwere Auswärtsspiel. Und am Ende gibt es natürlich auch meinen Tipp für Arsenal gegen Leverkusen. Also bleibt unbedingt dran, denn dieses Spiel könnte für Leverkusen ein historischer Champions League Abend werden. Also Leute, was war das bitte für ein Spiel von Bayer Leverkusen zu Hause gegen Arsenal London? Ganz ehrlich, der Sieg für Leverkusen wäre absolut verdient gewesen. Das Team von Trainer Kaspar Ljuhmann hat ein richtig starkes Spiel gemacht und Arsenal über weite Strecken ordentlich unter Druck gesetzt. Ja, aber dann dieser Elfmeter. Ein mehr als schmeichelhafter Strafstoß, ja, für die Gunners, verwandelt ausgerechnet von Ex-Leverkusener Spieler Kai Havertz. Und seien wir mal ehrlich, das war eigentlich kein Elfmeter. Der VAR, ja, der hatte an diesem Abend scheinbar keine große Lust, sich einzuschalten. Am Ende nimmt Arsenal also einen Punkt mit und das waren tatsächlich die ersten Punktverluste überhaupt für Arsenal London in dieser Champions League-Saison. Und genau das zeigt, auch Leverkusen kann Arsenal schlagen. Und warum nicht auch jetzt im Rückspiel am Dienstag? Denn wenn man sich das Spiel anschaut, wird klar, Leverkusen hatte mehr Torchancen und vor allem die klar besseren Möglichkeiten. Ibrahim Maase hatte in der ersten Halbzeit gleich 2 richtig gute Chancen. Und direkt nach der Pause dann die Szene, auf die alle gewartet haben. Eine perfekte getretene Ecke und Robert Andrich köpft das 1:0 für Leverkusen. Wenn Leverkusen also am Dienstag genau so auftritt wie im Hinspiel und vielleicht auch mit der Energie aus dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München, dann kann die Werkself beim FC Arsenal definitiv für eine richtig große Überraschung sorgen. Schauen wir uns mal kurz die letzten 5 Ligaspiele von Arsenal und Bayer Leverkusen an. Bei Arsenal muss man sagen, die spielen eine überragende Saison aktuell in der Premier League. Nach 31 Spieltagen steht das Team von Mikel Arteta mit 9 Punkten Vorsprung auf Manchester City auf Platz 1. Die letzten 8 Premier League Spiele, 6 Siege, 2 Unentschieden. Also ja, die Ergebnisse sprechen ganz klar für Arsenal London. Aber interessant ist, Arsenal spielt gar nicht unbedingt diesen totalen spektakulären Offensivfußball. Die Mannschaft ist extrem stabil und organisiert und erzielt viele Tore nach Standardsituationen, besonders gerade nach Ecken. Zum Beispiel der beste Arsenal-Stürmer in der Premier League ist Viktor Gyökeres mit gerade mal 11 Saisontoren. Bei Leverkusen dagegen waren die letzten Bundesliga-Ergebnisse nicht perfekt, das muss man auch mal ehrlich sagen. Aber die Spiele gegen Arsenal und auch gegen den FC Bayern München haben gezeigt, was für ein riesiges Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und liebe Bayern-Fans, nicht vergessen, Leverkusen hat in dieser Champions League-Saison bereits 1:0 auswärts bei Benfica Lissabon gewonnen und sogar 2:0 bei Manchester City. Egal ob City da mit Top-Besetzung gespielt hat oder nicht, dort zu gewinnen muss man erstmal schaffen. Und genauso muss Leverkusen auch jetzt wieder auftreten. Mutig, kompakt und mit Selbstvertrauen. Dann ist eine riesige Überraschung in London absolut möglich. Bevor wir gleich auf die mögliche Aufstellung von Leverkusen schauen, werfen wir noch einen Blick auf die erfolgreichsten Torschützen beider Teams in dieser Champions League-Saison. Bei Arsenal stechen besonders 2 Spieler heraus. Viktor Gyökeres 4 Tore in 7 Spielen und Gabriel Martinelli 6 Tore in 8 Spielen. Klar, das sind starke Werte, aber wenn man genauer hinschaut, Gyökeres hat in den letzten 3 Ligaspielen nur 1 Tor erzielt und bei Martinelli ist es sogar noch krasser. In der Premier League kommt er nur auf 1 Tor und 3 Vorlagen in 25 Spielen. Allerdings
auch bei nur insgesamt 846 Einsatzminuten. Und genau hier liegt vielleicht auch der Punkt. Das sind gute Spieler, aber ja, das sind keine Messis, keine Ronaldos und nicht einmal Harry Kanes. Heißt, Leverkusen muss mit Respekt in dieses Spiel gehen, aber nicht mit Angst. Die Qualität im eigenen Kader ist absolut da, um auch Arsenal zu schlagen. Man hat es schließlich schon gezeigt, unter anderem ja noch einmal beim 2:0 bei Manchester City. Und wenn wir schon von Überraschungen sprechen, schaut euch mal Bodo Glimt aus Norwegen an. Kaderwert um die 57 Millionen Euro und trotzdem haben sie in der Champions League 3:1 gegen Manchester City gewonnen, 2:1 bei Atletico Madrid, Inter Mailand in 2 Spielen aus den Playoffs geschmissen und im Achtelfinal-Hinspiel sogar 3:0 gegen Sporting Lissabon gewonnen. Das zeigt doch ganz klar, du brauchst nicht immer einen Milliardenkader, um große Teams zu schlagen. Mit Ehrgeiz, Disziplin und Mut kann jede Mannschaft der Welt für eine Sensation sorgen. So, liebe Leverkusener Fans, jetzt schauen wir uns die mögliche Aufstellung von Trainer Kasper Hjulmand für das Rückspiel beim Arsenal London an. Denn klar ist, am Dienstag geht es um alles, ein Spiel, ein Sieger. Und der Gewinner steht im Champions League Viertelfinale 2026. Das hier wäre meine bestmögliche Leverkusen-Starte für das Spiel am Dienstag bei Arsenal London. Richtig, bis auf Koufan vorne im Sturm ist das dieselbe Aufstellung wie beim 1:1 in Leverkusen. Und ja, ich würde auch daran jetzt gar nichts ändern, bis auf hier Schick im Sturm. Die Mannschaft hat super gespielt gegen Arsenal, man kennt auch jetzt die Spieler von London ein bisschen besser. Daher würde ich auch auf dasselbe Team jetzt setzen. Das heißt, schauen wir uns jetzt auch mal die einzelnen Positionen an. Im Tor natürlich Blažević. In der Abwehr, in der Innenverteidigung Tapsoba ist extrem zweikampfstark und Ruhe von hinten heraus das Spiel mit aufzubauen. Robert Andrich hat mega viel Erfahrung und genau die Führungsqualität, die du jetzt in so einem wichtigen Spiel auf jeden Fall brauchst. Und Quansah gefällt mir besonders wegen seiner Athletik und Geschwindigkeit, wodurch er auch gegen schnelle Arsenal-Angreifer sehr gut verteidigen kann. Und ja, gerade Grimaldo kann jetzt mit seiner Schnelligkeit und mega Offensivqualitäten den Unterschied machen. Und hey, vielleicht zaubert er auch mal wieder einen mega Freistoß rein. So zum Beispiel in der 89. Minute zum 2:1 Sieg für Leverkusen. Wer weiß. Dazu über rechts für mich gesetzt Ernest Poku. Mit seinem Megatempo kann er gerade sehr wichtig bei schnellen Kontern von Leverkusen werden. Und Poku hat auch schon immerhin 5 Bundesliga-Tore bzw. 4 Torvorlagen. So einen brauchst du jetzt in so einem Spiel vorne, um Tore zu erzielen. Beziehungsweise auch ja, ohne Tor wird man das Spiel jetzt auch nicht gewinnen können. Im zentralen Mittelfeld bzw. auf der 6er-Position bleiben bei mir Garcia und Palacios auch in der Startelf. Garcia verteilt die Bälle, kann ein Spiel super lesen und hat auch immerhin schon 6 Tore in der Bundesliga vorbereitet. Und ja, auch schon 2 Tore in der Champions League erzielt. Und Palacios ist ein super Pressingspieler und mega laufstark. Solche Spieler brauchst du in der Mitte gegen die schnellen Spieler von Arsenal. Ja, und im Offensivbereich Martin Terrier und Masa. Terrier hat eine mega Erfahrung, dazu auch sehr abschlussstark, wenn er Torchancen bekommt. Ja, und Masas Kreativität, wie aber auch seine starken Dribblings- und Passqualitäten können jetzt gegen Arsenal mega wichtig werden. Und vorne muss für mich Patrick Schick spielen. Seine Erfahrung ist Gold wert in solchen wichtigen Spielen. Gib ihm 3 Torchancen und er macht dir 2 Buden. Klar, Christian Koufan wäre auch ein Startelf-Kandidat, ihn würde ich aber dann lieber in Halbzeit 2 bringen für neue Power und Torgefährlichkeit je nach Spielstand. Also ja, das hier wäre meine beste Leverkusen-Aufstellung gegen Arsenal London. Und die Taktik? Ich denke, dass Trainer Kasper Hjulmand seine Mannschaft in London zunächst kompakt stehen lässt, defensiv stabil bleibt und über schnelle Umschaltmomente über die Flügel gefährlich werden will. Gleichzeitig könnte Leverkusen mit Spielern wie Patrick Schick
im Strafraum und später vielleicht dann noch Christian Kofan von der Bank gezielt aufflanken und Standards setzen, um das entscheidende Tor in diesem Alles-oder-Nix-Spiel zu erzwingen. Und genau deshalb glaube ich, dass wir am Dienstag in London ein richtig intensives Champions-League-Spiel sehen werden. Arsenal wird natürlich mit der Unterstützung der eigenen Fans versuchen, früh Druck zu machen und das Spiel zu kontrollieren. Aber Bayer Leverkusen hat im Hinspiel gezeigt, dass sie mit diesem Team absolut mithalten können. Wie auch, noch einmal beim 2:0 Sieg bei Manchester City. Wenn Leverkusen wieder so mutig auftritt, defensiv kompakt bleibt und vorne seine Chancen nutzt, dann ist in diesem Spiel wirklich alles möglich. Und wir dürfen uns eins nicht vergessen, mit solchen Spielern wie Patrick Schick, Martin Terrier oder Grimaldo oder natürlich auch Ibrahim Masa hat Leverkusen genug Qualität, um auch auswärts in London Tore zu erzielen. Für mich läuft das Spiel deshalb auf einen richtigen Champions League Krimi hinaus. Vielleicht geht Arsenal sogar in Führung, aber ich glaube, Leverkusen kommt zurück. Ja, mein Champions League Tipp für dieses Spiel: Arsenal London 1, Bayer Leverkusen 2. Und damit würde Bayer Leverkusen tatsächlich die Sensation schaffen und im Emirates Stadion den Einzug ins Viertelfinale der Champions League schaffen. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Was glaubt ihr? Schafft Leverkusen die Überraschung in London? Schreibt mir deinen Tipp auf jeden Fall in die Kommentare. Also dann, Bayer-Fans, drückt die Daumen am Dienstag, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.